Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hi Liam, wie geht es dir heute? Hi Mia, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über unsere Heimatorte sprechen. Möchtest du deinen Heimatort mit der Hauptstadt vergleichen? Ja, das klingt interessant. Ich komme aus einer kleinen Stadt in der Nähe der Hauptstadt. Und du? Ich bin in einem kleinen Dorf etwa eine Stunde von der Hauptstadt entfernt aufgewachsen. Ich denke, es wird Spaß machen, unsere Erfahrungen zu vergleichen. Super! Ich habe viele Geschichten über meine Stadt und die Hauptstadt. Lass uns anfangen. Okay, Liam, kannst du mir den Namen deines Heimatortes sagen? Mein Heimatort heißt Greenfield. Es ist eine kleine Stadt mit viel Natur. Greenfield klingt schön. Ich komme aus einem Dorf namens Sunnyvale. Es ist sehr ruhig und friedlich. Ich liebe die Namen unserer Orte. Greenfield hat viele grüne Parks und einen kleinen Fluss. Sunnyvale ist bekannt für seine sonnigen Tage und schönen Blumen. In jedem Haus gibt es einen kleinen Garten. Das klingt sehr schön. In Greenfield haben wir ein paar Geschäfte, eine Schule und ein kleines Krankenhaus. Es ist ein einfaches Leben. In Sunnyvale haben wir einen Markt, eine Kirche und ein Gemeindezentrum. Jeder kennt jeden. Das gefällt mir. In meiner Stadt feiern wir viele lokale Feste. Das macht die Stadt sehr lebendig. Auch in Sunnyvale haben wir Feste. Das beliebteste ist das Blumenfest im Frühling. Das klingt wunderschön. Ich wünschte, ich könnte dieses Fest sehen. Vielleicht kannst du Sunnyvale eines Tages besuchen. Nun, Liam, lass uns über die Hauptstadt sprechen. Wie heißt die Hauptstadt deines Landes? Die Hauptstadt heißt Bright City. Sie ist sehr groß und geschäftig. Ich habe von Bright City gehört. Es ist die Hauptstadt unseres Landes und ein Zentrum für Kultur und Wirtschaft. Ja, Bright City hat viele hohe Gebäude, Restaurants und Museen. Es ist sehr anders als mein Heimatort. Ich stimme zu. In meinem Dorf haben wir viel Natur und Ruhe, aber Bright City ist voller Lärm und Aktivität. Ich besuche manchmal Bright City. Ich mag das Einkaufen und die Kunstgalerien, aber es kann überwältigend sein. Das geht mir genauso. Ich genieße es, die Hauptstadt zu besuchen, aber ich kehre immer in mein friedliches Dorf zurück. Was magst du am meisten an deinem Heimatort, Mia? Ich liebe die Ruhe und die frische Luft in Sunnyvale. Ich kann jeden Tag in den Feldern spazieren gehen und die Natur genießen. Und du, Liam? Ich mag die freundlichen Menschen in Greenfield. Jeder grüßt dich und man fühlt sich sicher. Ich liebe auch die kleinen Gemeinschaftsveranstaltungen. Das ist sehr schön. Ich denke, das Beste an einer kleinen Stadt ist das Gemeinschaftsgefühl. Wir helfen uns gegenseitig und feiern zusammen. Ja, ich stimme zu. In meiner Stadt haben wir einen monatlichen Markt, auf dem jeder selbstgemachte Produkte und frisches Gemüse verkauft. Wir haben einen ähnlichen Markt in Sunnyvale. Es ist eine großartige Möglichkeit, Nachbarn zu treffen und lokale Bauern zu unterstützen. Nun, Liam, was magst du an Bright City? Ich mag die vielen Möglichkeiten in Bright City. Es gibt viele Arbeitsplätze, Schulen und Universitäten. Das stimmt. Bright City hat eine gute Bildung und viele kulturelle Veranstaltungen. Ich genieße es, die Museen und Theater zu besuchen.
Ja, die Museen sind sehr interessant und die Parks in der Stadt sind auch schön. Manchmal besuche ich die Parks in Bright City, um mich zu entspannen, aber ich bevorzuge die Naturparks in meinem Dorf. Das verstehe ich. Die Parks in der Hauptstadt sind überfüllter, aber sie sind trotzdem schön. Ich denke, beide Orte haben ihren eigenen Charme. Ich liebe die Ruhe meines Heimatorts und die Energie der Hauptstadt. Ich fühle das Gleiche. Jeder Ort ist einzigartig und bietet unterschiedliche Erfahrungen. Hast du jemals das Gefühl, dass das Leben in der Hauptstadt zu hektisch ist, Liam? Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass Bright City zu schnell ist. Es gibt viel Verkehr und es kann laut sein. Ich stimme zu. Wenn ich die Hauptstadt besuche, fühle ich mich manchmal gestresst wegen der Menschenmengen und des Lärms. Deshalb kehre ich immer nach Greenfield zurück. Es ist mein sicherer und ruhiger Ort. Ich kehre immer nach Sunnyvale zurück, nachdem ich in der Stadt war. Das lässt mich die Ruhe noch mehr schätzen. Ich denke, viele Menschen aus kleinen Städten fühlen sich so. Ja, viele meiner Freunde besuchen die Hauptstadt, aber sie ziehen es vor, in Greenfield zu leben. Es ist ein einfaches Leben und wir sind glücklich. Ich habe das Gefühl, dass unsere Heimatorte wie eine warme Decke sind. Sie geben uns ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Das ist eine schöne Beschreibung, Liam. Unsere Heimatorte sind ein Teil unserer Identität. Sie erinnern uns an unsere Wurzeln. Würdest du jemals in der Hauptstadt leben wollen, Liam? Ich habe darüber nachgedacht, aber ich bin mir nicht sicher. Ich mag es, Bright City zu besuchen, aber ich liebe die Ruhe von Greenfield. So geht es mir auch. Manchmal denke ich darüber nach, in der Stadt zu studieren, aber ich mache mir Sorgen über den Lärm und den Stress. Es ist eine schwierige Entscheidung. Die Hauptstadt hat viele Möglichkeiten, aber sie ist sehr anders als unsere Heimatorte. Ich denke, ich werde immer wählen, an einem ruhigen Ort zu leben. Vielleicht besuche ich die Stadt wegen der Arbeit, kehre aber für mein Zuhause nach Sunnyvale zurück. Das ist ein guter Plan. Ich würde gerne in der Nähe von Greenfield leben und in der Stadt arbeiten. So kann ich das Beste aus beiden Welten genießen. Ja, ein Gleichgewicht zwischen Stadtleben und Landleben ist wichtig. Wir können von beiden Orten lernen. Liam, denkst du, dass sich die Zukunft unserer Heimatorte verändern wird? Ich hoffe, dass Greenfield friedlich bleibt, aber ich sehe einige neue Gebäude und mehr Autos. Es verändert sich ein wenig. In Sunnyvale sehe ich auch mehr Besucher und einige neue Geschäfte. Ich mache mir Sorgen, dass es geschäftig wird wie die Stadt. Veränderung kann gut sein, aber wir müssen den Charme unserer Heimatorte bewahren. Ja, das stimmt. Ich hoffe, dass unsere Städte immer ihre natürliche Schönheit und freundlichen Menschen haben. Vielleicht können wir helfen, indem wir lokale Geschäfte unterstützen und die Umwelt schützen. Das ist eine großartige Idee. Wir können Teil der Veränderung sein und trotzdem unsere Heimatorte lieben. Ich glaube, egal wie sehr sich unsere Städte verändern, die Erinnerungen werden immer in unseren Herzen bleiben. Das ist sehr wahr, Liam. Unsere Kindheitserinnerungen, die Feste und das einfache Leben werden immer bei uns sein. Ich bin sehr stolz auf meine Heimatstadt. Sie hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich fühle das Gleiche über Greenfield. Es ist eine kleine Stadt, aber sie hat einen großen Platz in meinem Herzen. Ich denke, unsere Heimatorte sind wie ein Fundament. Sie geben uns Stärke und Identität. Ja, sie sind unsere Wurzeln. Selbst wenn wir reisen oder an anderen Orten leben, tragen wir unsere Heimat immer bei uns. Ich werde immer nach Greenfield kommen. Es ist mein Zuhause und ich liebe es.
Und ich werde immer nach Sunnyvale zurückkehren. Es ist mein sicherer Hafen und es macht mich glücklich. Ich bin froh, dass wir heute dieses Gespräch geführt haben, Mia. Es ist schön, unsere Gefühle über unsere Heimatorte zu teilen. Ja, Liam, ich habe es genossen, über Greenfield und Bright City zu sprechen. Es lässt mich meine Heimatstadt noch mehr schätzen. Ich stimme zu. Den Heimatort mit der Hauptstadt zu vergleichen, zeigt, wie einzigartig jeder Ort ist. Ich habe gelernt, dass selbst kleine Städte ihren eigenen Charme haben und dass die Hauptstadt viele Möglichkeiten bietet. Ich finde, dass beide Orte wichtig sind. Sie bieten unterschiedliche Erfahrungen und lehren uns verschiedene Lektionen. Ich hoffe, wir können uns in Zukunft öfter in unseren Heimatorten besuchen. Das wäre wunderbar. Ich würde Sunnyvale gerne im Frühling sehen, wenn die Blumen blühen. Und ich möchte Greenfield im Sommer besuchen, wenn die Parks voller Leben sind. Lass uns bald einen Ausflug planen. Ich bin sehr froh, dass wir heute über unsere Heimatorte gesprochen haben, Wim. Es macht mich stolz, woher ich komme. Ja, Mia, ich fühle das Gleiche. Unsere Heimatorte sind Teil unserer Geschichte und werden immer in unseren Herzen sein. Danke, dass du deine Erinnerungen mit mir geteilt hast. Ich habe viel über Greenfield und die Hauptstadt gelernt. Danke dir auch, Mia. Ich habe es genossen, von Sunnyvale und deinen Erfahrungen zu hören. Ich hoffe, wir können weiterhin über unsere Heimatorte sprechen und mehr Geschichten in der Zukunft teilen. Ja, das würde ich lieben. Lasse uns wieder treffen und mehr über unser Leben und unsere Städte sprechen. Ich freue mich darauf. Hab einen tollen Tag, Mia. Du auch, Liam. Bis bald. Auf Wiedersehen. Gut gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Abonniere bitte unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Gesprächsrunden auf Deutsch verpasst. Bis zum nächsten Video.